Herzlich willkommen zum Tutorial von InnoDoc. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie ein Produkt dokumentieren. Haben Sie Ihr Projekt angelegt, das System und die Produkte hinzugefügt, können Sie anschließend die Dokumentation der Produkte starten. Klicken Sie dazu auf das jeweilige Produkt in der Systemdetailseite Ihres Projektes. Sie sehen dann die Produktdetails, bei denen Sie die Montagedetails basierend auf den Innotec-Vorgaben finden und mit Realdaten ergänzen. Im ersten Feld geben Sie die Zuordnung bzw. Nummer des Produktes ein. Die Seriennummer ist eine optionale Eingabe. Das Montagedatum ist wiederum eine verpflichtende Eingabe. Optional, aber vielleicht von Vorteil, ist die Möglichkeit, eine zusätzliche Beschreibung einzugeben. Die letzten Felder zeigen die Minimalanforderungen des Systems. Diese können jederzeit manuell angepasst werden. Wie zuvor wird die Eingabe mit einem Klick auf Speichern abgeschlossen. Unter dem Reiter Fotos besteht die Möglichkeit, die Fotos der Montage hochzuladen. Dies erfolgt entweder über den Button Dateien durchsuchen oder Sie nutzen die Drag-and-Drop-Funktion. Und schon sind die Bilddateien in der Dokumentation abgelegt. Gut zu wissen, es gibt eine Beschränkung von maximal 20 Bilddateien. Jedes Foto können Sie auch mit Klick in Großansicht ansehen und auch vom Projekt nochmals herunterladen. Nach der Anlage der Fotos sehen wir nun, dass das Produkt vollständig dokumentiert wurde. Dies zeigt der Kreis mit 1×1 an. In diesem Bereich werden alle eingegebenen Produkte angezeigt. Dies ermöglicht eine rasche Eingabe bei der Dokumentation und auch ein Wechseln zwischen den einzelnen Produkten. Hier werden die 2 weiteren Produkte aufgelistet, die dokumentiert werden sollen. Wie zuvor vergeben wir eine Nummer und ein Datum. Darunter befinden sich die vorgegebenen Montagekriterien. Bei diesem Beispiel sind es mehr als zuvor. Diese Daten dienen primär der Kontrolle. Sie können aber auch manuell verändert werden, wenn die Montage anders durchgeführt wurde. Im linken Bereich können Sie zwischen den beiden Produkten wechseln. Im Praxisbeispiel vergeben wir eine 1 für die erste STA-Stütze und eine 2 für die zweite STA-Stütze. Bemerkt man während der Dokumentation, dass etwas falsch eingegeben wurde oder fehlt, kann man die Produkte einfach löschen oder über das Plus ein weiteres hinzufügen. Es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Produkte gleichzeitig zu bearbeiten. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Hier kann man alle Produkte über einen Klick auf das oberste Häkchen auswählen oder einzelne Produkte markieren. Für die markierten Produkte hat man die Möglichkeit, das Montagedatum gesammelt anzugeben, damit es nicht bei jedem Produkt einzeln eingegeben werden muss. Sprich, das eingegebene Datum wird dann für alle ausgewählten Produkte eingetragen. Auch die Montagedaten können hier gesammelt abgeändert werden. Das erleichtert die Dokumentation von gleichen Produkten maßgeblich. Um den Löschprozess auch in der Praxis zu zeigen, löschen wir jetzt das zuvor neu hinzugefügte Produkt, indem wir auf den Löschen-Button klicken. Wir fügen bei den beiden Stützenprodukten noch Fotos hinzu. Fügt man mehrere Bilder hinzu, werden diese wie im Beispiel ersichtlich angezeigt. Haben Sie ein falsches Bild hochgeladen, können Sie das Bild über das Symbol oben rechts im Foto löschen. Auch hier erfolgt eine Sicherheitsabfrage vor dem Löschen, damit keine Daten versehentlich verloren gehen. Bei der zweiten Stütze fügen wir auch noch ein Foto hinzu. Somit sehen wir oben wieder 2 mit einem Kreis. Das bedeutet, die Dokumentation ist abgeschlossen. Mit einem Klick auf Zurück kommen Sie zurück zu den Systemdetails. Hier sehen wir nochmals, dass alles vollständig dokumentiert wurde. Über den Button links oben kommen Sie zurück zum Projekt. Unten bei Systeme sehen wir, dass das Seilsystem vollständig dokumentiert wurde. Das Häkchen zeigt dies an. Im nächsten Reiter Dokumente können Sie verschiedenste Unterlagen zum Projekt hochladen. Und im Reiter Überprüfungen sehen Sie bereits getätigte Überprüfungen, die über InnoDoc durchgeführt wurden.
In diesem kurzen Exkurs erfahren Sie, wie Sie ein Fremdprodukt in eine Dokumentation hinzufügen. Möchten Sie ein Produkt, das nicht im InnoTech-Produktkatalog verfügbar ist, zusätzlich dokumentieren, haben Sie die Möglichkeit, über das Produktsuche-Dropdown-Menü ganz unten ein Fremdprodukt hinzuzufügen. Sie vergeben im folgenden Pop-up-Fenster den Produktnamen, führen die Anzahl an und definieren die Einheit, Stück oder Meter. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf Hinzufügen. Das Fremdprodukt finden Sie in der Produktliste. Mit einem Klick auf Fertig gelangen Sie in die Projektübersicht und können dort dann, wie bei den anderen Produkten, die Dokumentation vornehmen. In diesem Unterkapitel erfahren Sie, wie Sie Produkte für die Dokumentation gruppieren. Bei gewissen Systemen kommen einzelne Produkte in sehr hoher Stückzahl vor. Im Praxisbeispiel wurde ein Barriere-Vario-System dokumentiert und 3 Produkte hinzugefügt. Jedes hat eine Stückzahl von 500. Um nicht jedes dieser insgesamt 1500 Produkte einzeln dokumentieren zu müssen, gibt es die Funktion Dokumentation gruppieren. Mit Hilfe des Schiebereglers kann man einzelne Produkte für die Gruppierung auswählen oder alle. Um alle auszuwählen, nutzen Sie den obersten Schieberegler. Wenn Sie auf Fertig klicken und anschließend in das Produkt einsteigen, sehen Sie, dass der Eintrag nur einmal und nicht 500 Mal vorhanden ist. Hier würden Sie schließlich Montagedaten eingeben und Fotos hochladen. Bei einer Gruppierung können Sie 100 Fotos statt 20 Fotos hochladen. Mit Dokumentation gruppieren können Sie Produkte mit hoher Stückzahl einfach und schnell dokumentieren. Details zur Dokumentation erfahren Sie im nächsten Kapitel. Bleiben Sie dran und entdecken Sie im nächsten Kapitel mehr zu InnoDoc.